ist der Impfstoff im Haus oder kriegen wir eine Impfstoffanlieferung? Da sind wir natürlich mit Herzenssache dabei, da haben wir das im Fokus. Es muss von A bis Z funktionieren. Und wichtig ist für unsere Abteilung, die Luftsicherheit muss eingehalten werden, das kontrollieren wir. Hallo, ich bin die Sandra. Ich bin seit 3 Jahren beim Hub in Leipzig. Habe direkt bei DG angefangen. Hi, ich bin Dustin und ich befinde mich hier im Terminal 3 von DHL Hub Leipzig. Ich bin in der Gefahrgutabteilung tätig seit 2019 und ich bin seit 2018 im Unternehmen. Also ich bin der freundliche Micha, Supervisor in der DG-Abteilung, jetzt im 10. Jahr im Unternehmen und schon im mittlerweile 6. Jahr in der DG-Abteilung, 5 Jahre Supervisor davon. Unglaublich begeistert, unglaublich schön, macht mir einen Riesenspaß hier zu sein. DG. DG bedeutet Dangerous Goods und es gibt 9 verschiedene Gefahrgutklassen. Darunter ganz spezielle wie die Explosiven, die Radioaktiven. Wir haben brennbare Stoffe, das Eis, wie wir sehen. Biologische Stoffe sind ganz wichtig in der Medizin. Über LKW werden Gefahrgutstoffe transportiert und angeliefert. Und ich bin dafür verantwortlich, um zu schauen, ob die Papiere vollständig sind, die uns der Kunde vorgibt, inklusive des Pakets. Ich werde das Paket checken, ich werde die Papiere vergleichen und dann darf es weiter fliegen. Ich bin Führungskraft in der DG-Abteilung, das heißt, mit und neben mir arbeiten etliche Kollegen. Wir sind explizit dafür zuständig für den Check. Das heißt, alles, was hier als Fracht unsicher reinkommt, machen wir sicher für die Luftfahrt. Also das Impfstoffhandling tut sich eigentlich zu unserem normalen DG-Geschäft nicht groß unterscheiden. Ich schaue mir die Sendung an, ich mache eine Sichtkontrolle, ob alle Label drauf sind, ob alle Beschädigungen, ob das Paket beschädigt ist. Der Impfstoff wird bei uns angeliefert. Wir müssen die LKWs entlüften. Das hat damit was zu tun, dass genau deshalb die DG-Abteilung dabei ist. Das Trockeneis ist nicht wie normales Eis, das schmilzt nicht. Das verdampft einfach und macht CO2 und CO2 ist für den Menschen recht gefährlich. Deshalb sind wir als DG-Abteilung da involviert. Wir lüften die LKWs, dann werden sie entladen wie jeder LKW, was sich auch jeder vorstellen kann. Mit dem Stapler, mit der Ameise entladen wir die LKWs. Dann kommt wieder das ganze Prozedere in Gang. Die ganzen Scans, die hier gemacht werden müssen, Security schaltet sich mit ein. Wir als DG-Abteilung gleichen die Shipments ab. Ist alles drauf, was drauf gehört? Ist es Markenkennzeichnung? Ist da alles richtig? Und wenn das okay ist, kommt es zur Kommissionierung. Das habt ihr gesehen, das ist hier in der Mitte, wo es abgeht. Dann wird das einzeln kommissioniert für die Länder, wo es hingeht. Für die Reloads wird das fertiggestellt, dass die Staplerfahrer das einfach nur auf ihre Kabel nehmen müssen und ab in die Reload schicken müssen, wo dann unsere Jungs und Mädels zur Verladung bereitstehen. Dadurch, dass der Impfstoff schnell beim Kunden sein muss, verbringt dieser nicht viel Zeit in unseren Gebäuden hier. Die kommen rein in der Nacht und müssen am nächsten Tag beim Kunden sein. Deswegen ist für uns wichtig, dass wir die schnellstmöglich hier rauskriegen wieder. Da wir ja ein 2-wöchiges Training durchlaufen müssen, habe ich mich dann im Endeffekt doch für DG entschieden. Obwohl das nicht mein vorrangiges Ziel war, aber es macht unheimlich viel Spaß. Und ich bin glücklich und froh, hier zu sein. Also dadurch, dass ich so viele verschiedene Gefahrgutsendungen in den Händen halten kann und in alle mögliche Welt verladen kann, gibt es jeden Tag was Neues und das ist einfach, ja, es ist wunderbar. Man kann sich nichts Besseres vorstellen. Also am meisten Spaß macht mir an meiner Arbeit die Zusammenarbeit mit den Kollegen, mit den vielen verschiedenen Kollegen. Wir können uns alle aufeinander verlassen. Wir können miteinander sprechen, wir beraten uns, wenn wir mal nicht weiter wissen, was ja durchaus vorkommt. Aber es gibt für alle haben ein offenes Ohr füreinander und das ist eigentlich das, was den Job auch ausmacht. Dadurch, weil wir alle nachts arbeiten und man muss sich aufeinander verlassen können und das können wir uns. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bewerbt euch einfach unter anpacken-dhl.de und werdet Teil des Teams.